So, es ist Samstag und der halbe Tag ist schon wieder um. Oh, sagt mir mal auch, ob ihr den Ferienmodus hasst. Ich hasse den Ferienmodus. Ich muss das wirklich sagen. Ich hasse in den Ferien, dass man länger aufbleiben kann und länger ausschlafen kann, weil dann ist mein Tag noch kürzer. Und ich sage sowieso schon immer, mir reicht der ganze Tag nicht aus, um alles unterzubringen. Irgendwie die Zeit rennt immer schneller, keine Ahnung, woran das liegt, aber ich schaffe nie alles, was ich mir so in einen Tag vornehme. Der Tag ist einfach zu kurz. Und jetzt in den Ferien, ja, wo alle ausschlafen, bis alle wach sind und dann frühstücken und so weiter, ist schon immer so super spät. Naja, auf jeden Fall. Ich hatte mir eben viele Sachen vorgenommen. Ich weiß nicht, ob ich es alles schaffe. Also 2 Mädels wollten ja, dass ich denen die Haare schneide. Ich weiß nicht, ob ich es eventuell schaffe, denn ich glaube, wir kriegen auch heute Abend Besuch zum Grillen von der Familie. Deswegen, ich wollte einen Apfelkuchen backen, weil ich hier noch ein paar Äpfel habe, die nicht mehr so schön sind. Und auch wenn kein Besuch kommt, die Kinder essen es eher auf. Also bei mir lohnt sich es immer zu backen, weil ja, die Kinder futtern alles auf. Deswegen backe ich jetzt schon mal sicherheitshalber, ob Besuch kommt oder nicht, egal. Wenn der Besuch nicht heute kommt, dann schaffe ich es noch heute Abend, den Mädchen die Haare zu schneiden. Wenn nicht, dann verschiebe ich das auf morgen. Ich hoffe, ich schaffe es aber trotzdem noch kurz zu Ikea zu flitzen. Ihr seht es ja so ein bisschen schon im Hintergrund. Ich habe ja ein bisschen die Küche so leicht umgestylt. Folgendes wird jetzt hier geschehen in der Küche. Und zwar einmal kommt dieses Regal, was ich gekauft habe, hier über die Theke. Diese 2 wiederum kommen dann dahin. Und dann habe ich im Keller, das hatte ich nämlich noch in meiner alten Küche endlich gefunden, das habe ich nämlich die ganze Zeit gesucht, auch noch diese Stange mit den Haken und so ein Körbchen ist noch dabei. Das wird jetzt hier ran montiert und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ich muss nochmal die ganze Küche nochmal aufräumen, sortieren. Nach 2 Jahren, ihr kennt sowas bestimmt, da ist alles chaotisch geworden. Da müssen wir auch mal Ordnung reinbringen. Und dann schauen wir mal, wie das am Ende aussieht. Das sind die ganzen Sachen, die ich dann dekorieren möchte. Ist übrigens auch alles von Ikea. Schauen wir mal, wie das Endergebnis ist. Wir können ja ruhig weiter quatschen. Ich mache nur schon mal jetzt den Apfelkuchen. Und während ich hier die Eier mit dem Zucker schon drin richtig lange fluffig schlage, kann ich dann die Äpfel schon mal schälen und klein schneiden. Das ist ein sehr, sehr einfaches Rezept. Ich habe das selber von Kikis Kitchen übernommen, weil ich das zufällig auf ihrem Instagram gesehen habe. So Apfelkuchen mit nur 6 Zutaten. Dachte ich so, das habe ich alles da und die Äpfel müssen verbraucht werden. Ich klopp die Eier rein. Moment, ich sammle immer die Eierschalen. Die schmeißen wir nämlich nicht weg, weil die Eierschalen benutzen wir immer als Dünger für unsere Pflanzen. Deswegen mache ich die nochmal extra in eine Schale. Ansonsten, ich muss immer über eure Kommentare schmunzeln. Ich mag ja eure Kommentare sehr. Ein Kommentar, da musste ich so lachen, das war jetzt vom letzten Vlog, noch vom Urlaubsvlog, der Teil 2. Da war ein Kommentar, ich habe wohl so viel Energie und so und dass sie eigentlich nach dem Urlaub erstmal Urlaub bräuchte. Da musste ich so lachen. Aber es ist wirklich so. Auch wir hatten wirklich viel Spaß, aber trotzdem ist es immer für uns Eltern ja anstrengend. Aber ja, wir freuen uns natürlich, wenn unsere Kinder eben glücklich sind und Spaß haben und ja, halt was erleben können, auch wenn es für uns Eltern dann meistens immer anstrengend ist, weil mit Kindern ist es immer anstrengend. Dennoch sind wir halt als Eltern happy, wenn unsere Kinder happy sind und Spaß haben. Aber ich muss sagen, wir hatten trotzdem auch selber als Eltern viel Spaß. Aber ich habe mich schon so ein bisschen danach gefühlt, so als wir dann zurückkamen, schon so ein paar Tage habe ich schon ein bisschen so Ruhe gebraucht. Ich mache auch gleich schon mal eine Schüssel Salat fertig, falls die kommen oder nicht. Ich denke mal, so oder so werden wir grillen. Ich habe keine Lust, heute irgendwie jetzt was zu kochen. Ahmed? Ja? Magst du mir hier einmal das Dings hier einfetten, die Auflaufform? Dann tun wir das. Ich überlege gerade, weil es ist immer, wenn man so Rezept von anderen macht, ist dann immer schwierig. Ich weiß nicht, ob meine Form zu groß oder zu klein ist, aber wir werden sehen. Ich glaube, das ist nämlich eigentlich so ein kleineres. Erstmal mit dem Mehl mischen. Ein bisschen gründlicher. Manche Stellen hast du so dick gemacht, manche sind gar ganz dünn. Schwipp.
Gut, der Apfelkuchen geht jetzt in den Ofen und in der Zeit, ja, schnibbel ich den Salat. Wollt ihr damit zugucken die ganze Zeit beim Schnibbeln? Ich glaube nicht. Aber ich kann euch ja mal zeigen, was ich gerne für einen Salat mache. Der ist immer sehr, sehr lecker. Also die Zutaten, die ich so immer reinhaue. Jetzt fange ich an, den Salat zu schnippeln und wollte euch einmal zeigen, was ich gerne so in den Salat tue. Also einmal klar, grüner Salat, was ihr da mögt. Ich habe jetzt diesen hier, so einen großen Roma-Salat oder wie das heißt. Auf jeden Fall immer ganz viel Lauchzwiebeln, Petersilie und Dill mag ich immer sehr, sehr gerne im Salat. Tomate, Gurke, Paprika, Avocado. Und dann auf jeden Fall immer Feta-Käse und Mais, optional. Mal mache ich es mit, mal mache ich es ohne. Aber ich finde, so schmeckt der richtig, richtig lecker. Und dann ganz normales Dressing mit Öl, Zitrone, Salz, Pfeffer und auch gerne noch Sumak. Das ist so ein rotes, säuerliches Gewürz. Das noch mit rein und das war es eigentlich. Und ja, das fange ich jetzt mal alles hier an zu schnippeln in die Schüssel. Der Kuchen wächst im Backofen. Und dann mache ich auch noch hier so ein Wasser, einfach nur mit Zitrone, das ist eine Bio-Zitrone. Wasche ich trotzdem nochmal gründlich ab, schneide die in Scheiben und frische Minze. Und das kommt dann hier rein und wird einfach mit Wasser aufgegossen. Da kommt kein Zucker, nichts rein. Und ja, dann machen wir noch Eiswürfel rein und dann haben wir noch ein schönes, erfrischendes Getränk für draußen. Rana ganz fleißig und räumt die Terrasse auf. Sie hat schon den Tisch gewischt und ja, machen wir so ein bisschen bereit. Wir haben immer noch nicht die Terrassenmöbel, die wir noch haben wollen. Aber jetzt ist ja langsam alles nämlich im Sale. Da wollte ich noch mal gucken. Ja, da ist der Grill und dann werden wir eben, ja, später dann hoffentlich schön grillen. Und dann, ja, zeige ich euch noch mal, was es dann geben wird. Der Besuch kommt, der hat sich angekündigt. Also wird dann später gegrillt und das Haare schneiden eben auf morgen verschoben. Aber dann sehen wir uns morgen nochmal oder sowieso später. Ich hoffe, ich schaffe noch schnell zu Ikea zu flitzen. Das ist schon ja, gleich 15 Uhr und glaube ich gegen 18, 19 Uhr kommt der Besuch. Na, mal schauen. Planänderung, nix da Ikea. Die ganze Familie kommt zum Grillen. So ist das, ja. Ich musste mich auch erst dran gewöhnen, wie das so ist bei den südländischen Familien. Da kannst du nicht nur einen Familienteil rufen, du musst gleich alle rufen. Egal, wir gehen Montag in Ruhe, es wäre mir jetzt sowieso zu stressig. So, meine Lieben, Besuch ist gegangen. Leider konnte ich nichts vloggen. Ihr wisst ja, das ist immer so ein bisschen schwer, wenn die Familie da ist. Ich traue mich da immer nicht mal zu fragen, ob ich irgendwas aufnehmen darf. Aber ich denke, ich darf eh nicht. Von daher, wie spät haben wir es jetzt? Oh, 20 vor 1. Und wir essen hier noch die Reste der geschnittenen Melonen auf. Weil passt nicht mehr in den Kühlschrank. Dann mache ich hier erstmal Schluss und wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Sonntag. Muss ich mich auch ein bisschen ausruhen, aber ich habe den Mädchen versprochen, seit Tagen nerven die zwei mich ja, dass ich denen die Haare schneiden soll. Deswegen mache ich das morgen. Beziehungsweise heute. Wir haben ja schon den nächsten Tag, hat schon begonnen, oh je. Naja, wir können ausschlafen, ne? Was hast du mich gefragt dann, als er in die Küche kam? Mit der Veränderung hier so? Ne? Was willst du jetzt wohler? Ich fand das so witzig. Er so, Mama, fühlst du dich... Oder Anne, sagt ja keiner, sagt zu mir, Mama, fühlst du dich jetzt wohler in der Küche? Macht es jetzt mehr Spaß beim Kochen? Könnt mir mal schreiben, wie ihr so seid. Ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, Wohnung oder Haus, also generell einfach, wo man wohnt, da muss ich mich drin wohlfühlen. Das muss mir gefallen. Ich bin jetzt keine Person, die jetzt so teure Sachen braucht oder so luxuriöse Sachen, aber so einfach dieses, dass es mir gefällt und dass es sauber ist und ordentlich ist, dann fühle ich mich halt wohl. Gute Nacht und bis morgen. Gute Nacht. Sagst du gute Nacht? Gute Nacht. So, der neue Tag ist da. Es ist soweit. Die zwei, die mich seit einer Woche genervt haben, dass ich deren Haare schneiden soll, das mache ich jetzt. Als Info, ich bin kein Profi. Ich habe das nicht gelernt, aber ich habe seit meiner Jugend immer wieder irgendjemanden die Haare geschnitten, gestylt, gefärbt, was auch immer.
Also ich kann es ein bisschen. Also wie gesagt, ich bin kein Profi, aber ich kann es ein bisschen. Deswegen, ich habe schon immer den Kindern die Haare selber geschnitten. Außer jetzt mittlerweile den Jungs. Die müssen zum Männerfriseur, weil die wollen solche Frisuren. Da bin ich nicht so begabt. Also ich kann nicht so diese Übergänge, also diese Männerhaarschnitte überhaupt gar nicht. Und die Jungs sind ja auch in dem Alter, die wollen da ja diese bestimmten Schnitte. Also das kann ich gar nicht. Aber bei den Mädchen habe ich die Haare schon immer selber geschnitten. Als sie jünger waren, habe ich meistens relativ kurz gelassen, die Haare, sage ich jetzt mal so. Also immer phasenweise. Weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ja, so Kita-Zeit und so Grundschulzeit, das ist immer noch in der Grundschule, aber diese Läusezeiten, wenn in der Schule ist, ist immer eine Katastrophe. Und wenn da dann mal die Kinder aus der Schule oder Kita-Läuse mitgebracht haben, könnt ihr euch vorstellen, dann musste ich immer alle Köpfe gleich durchgehend behandeln. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm. Ich will gar nicht daran zu denken, immer wenn ich nur irgendwo so einen roten Zettel sehe, ist aktuell Läusewarnung oder so in der Schule, da bin ich wie so eine Irre am Kopf durchsuchen. Aber das ist ganz schlimm, weil das ist dann immer, ihr habt dann nicht ein Kind, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern gleich, sagen wir mal, 7 Kinder. Miriam ist schon ein bisschen älter, aber bei den Kleinen ja eben, dann ist es mal wirklich eine Katastrophe gewesen und deswegen habe ich ganz oft dann immer die Krise gekriegt und den Mädchen dann auf die Haare kurz geschnitten, als sie noch nicht so viel mitgeredet haben. Ja, jetzt ist natürlich schon länger so, dass ich mich nach denen richte, wenn die sagen, Mama, ich will, dass meine Haare lang wachsen, dann lassen wir die lang wachsen. Wenn die sagen, die wollen kurze Haare, dann mache ich denen eben kurze Haare. Und bis jetzt die Schnitte, die sie haben wollten, die sind nicht so kompliziert, so dass ich das eigentlich ganz gut alleine hinkriege. Vor allem, als ich dann später, ab und zu habe ich die mal zum Friseur gebracht und dann habe ich auch selber gesehen, dass die Friseure mittlerweile diese Maschinen benutzen. Und dann habe ich gemerkt, wow, damit ist es noch einfacher als mit der Schere. Mit der Schere habe ich meistens sehr, sehr lange gebraucht. Aber ja, mittlerweile mit den Maschinen ist das so wirklich wiss. Ich gebe euch da so ein paar Tipps. Also wenn es halt so gerade Haarschnitte sind oder auch wenn ich so ein bisschen so einen schiefen Bob mache oder so, dann geht es auch noch. Aber wenn es dann noch so um Stufenschnitt oder sowas geht, braucht man natürlich eine Schere. Genau, also wie gesagt, ne, wenn jetzt hier ein paar Profis unter euch sind, dann schimpft nicht mit mir. Wir machen das so, wenn ihr dann irgendwann doch irgendwelche anderen Haarschnitte haben wollen, dann bringe ich sie halt zum Friseur, aber so lange mache ich das. Und ich weiß, keine Angst, ich lese immer eure Kommentare, auch wenn ich immer nicht schaffe, jeden einzeln zu antworten, hebe ich mir das dann immer für hier auf und versuche dann hier für alle dann sozusagen die Fragen nochmal zu beantworten. Zum Beispiel, ich finde ja immer verständlich, wenn Nicht-Muslime so Fragen haben, die vielleicht für Muslime komisch sind, weil sie für uns ganz selbstverständlich sind. Für Nicht-Muslime eben nicht. Ne? Zum Beispiel die Frage, was machen wir denn? Wer schneidet denn unsere Haare? Also wir, die ein Kopftuch tragen. Da wollte ich hier das nochmal für die sich das oft fragen, vielleicht mal schnell beantworten. Und zwar die wir ein Kopftuch tragen, haben meistens einen weiblichen Friseur, der sogar meistens sind es türkische Friseure oder auch arabische oder so, die einen Friseurladen haben, wo sie zum Beispiel einen Extraraum haben, wo eben keiner reingucken kann. Man hat ja beim Friseur immer den Männerbereich und den Frauenbereich und da kommen ja natürlich dann Männer rein, dann sehen sie dich und das geht ja eben nicht. Deswegen haben die entweder einen separaten Raum, wo keiner halt reingucken kann, wo da halt eben die weibliche Friseurin unsere Haare macht. Oder es gibt auch Läden, die zum Beispiel extra Frauentage machen, wo sie an bestimmten Tagen eben den Laden schließen, wo dann eben nur dann Frauen reinkommen und dann ihre Termine haben, die sie dann wahrnehmen. Das gibt es auch. Ansonsten, ja. Oder wenn man eben begabt ist, macht man sich das selber alleine zu Hause. Wir haben jetzt auch während der Corona-Zeit mit Miriam gegenseitig unsere Haare gemacht. Also wenn man da nicht so pingelig ist. Wir haben beide gefärbt und selber gegenseitig geschnitten. Also bei uns ist ja nicht so dramatisch, ne? Wenn es vermasselt ist, kriegt ja keiner mit, außer wir zu Hause hier. Genau, also das nochmal dazu. Und dann, denke ich, starten wir jetzt mal mit den zwei. Ich muss sie nochmal fragen. Und Anna hat mir gerade eben so ein Bild gezeigt. Das kann ich euch mal zeigen, welche Frisur sie sich wünscht. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Genau. So, wer war das jetzt? Rana Zeynep. Genau. Rana Zeynep, kommt ihr? Sag mal Hallo. Hallo. So, wer will als erstes? Du willst als erstes? Ja. Okay, komm, ich habe hier schon einen Stuhl bereit gemacht. Du weißt schon, wie deine Frisur aussehen soll? Ja. So, warte mal. Wir machen hier eine ganz professionelle Friseurberatung. So, zeigen Sie mal Ihre Haarstruktur.
läusefrei. So, ein kleiner Tipp, wenn man eben so einen geraden Haarschnitt machen möchte, vor allem mit dieser Maschine, was ja dann eben so super einfach ist nochmal ein Tipp, eventuell, wenn die Haare nicht ganz so glatt sind, nochmal einmal mit dem Glätteisen rüber zu gehen, dann habt ihr auch wirklich eben diesen geraden Haarschnitt. Ja, die Haare sind auch schon waschbereit. Wir schneiden erst und dann könnt ihr eure Haare waschen und dann zeigen wir nochmal das Endergebnis. Genau, also wie wolltest du jetzt deine Haare? So. So. Und dann aber gerade oder so schief? Also willst du, dass das so gerade einfach ist? Dann warte mal, ich würde dann, damit ich da nicht irgendwie rasieren muss, das wäre dann, wenn hier das kürzeste wäre, wäre das dann so. Richtig? Mhm. Hier. So, dann suchen wir erstmal deinen Mittelscheitel. Das Einzige, was du machen musst, Zeynep, ist nur dann den Kopf in eine Position, die ich dir sage, und dann auch so den Kopf lassen. Das Einzige, was man hier einfach nur beachten muss, ist die Haare so hinzulegen, ne, wie sie dann normalerweise dann sind. Und die anderen zwei wollen lange Haare. Esma, Zehra. Vor allem Zehra. Eigentlich will ich immer gerne bei Zehra die Haare abschneiden, weil sie die kräftigsten Haare hat. Also wirklich so viele Haare. Und das ist echt immer schwer. Und auch da ist witzig, muss ich immer schmunzeln. Die Miriam, die Große, sie hat als Kind, sie hat nie diese Frisierpuppen gebraucht. Sie hatte genug kleine Schwestern, wo sie denen immer die Haare gemacht hat. Und bis heute macht sie denen immer noch gerne die Haare. Also es hat bei mir echt eine Erleichterung, weil jeden Tag denen die Haare zu machen, so immer für die Kita früher und Schule ist echt viel. Jetzt mittlerweile, die können sich auch selber die Haare machen. Aber trotzdem macht die große Schwester denen gerne mal Frisuren. Gut, dann auf los. Maschine Start. Okay, gut. Ich sag dir nur, hat man nicht an, dass du den Kopf einmal so ein bisschen, warte mal. Und jetzt lässt du den Kopf so und bewegst nie wieder. Was machst du denn da? Aber warum bewegst du denn deinen Kopf jetzt? Zeynep. Okay. Gesund, das macht ja nichts. Das kitzelt da so. Ja, aber das kitzelt nicht so, dass du ja nicht stillhalten kannst. Jetzt waschen wir noch die Haare und dann liegt natürlich die Frisur noch mal ganz anders, weil jetzt haben wir diesen harten Cut. Genau. Guck mal, so viel Haare. So, und jetzt kannst du unter die Dusche hüpfen. Ja. Und in der Zeit schneide ich Rana die Haare und dann schauen wir uns nochmal im trockenen Zustand die Frisur an. Okay? Gut. Nächstes Kind, bitte schön, Mademoiselle. So, herzlich willkommen. Sie möchten heute einen Haarschnitt. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Zeig mal die Vorlage. Das ist die Vorlage für den Haarschnitt. Diesen hier, ja? Ja. Gut, das Ding ist, du hättest auch gern Pony, ne? Ja. Oh Gott, seit wie vielen Jahren die schon immer sagt, sie hätte gern Pony. Aber auch damals, als wir auch mal beim Friseur waren, meinte auch die Friseurin, dass, weil sie hier so einen Wirbel hat, dass ein Pony bei ihr halt nicht, der würde nicht so bleiben hier. Wobei ich denke, wenn wir einen dünnen Pony machen, würde das schon bleiben. Was sagst du denn? Willst du das Risiko eingehen, dass der vielleicht so zur Seite rutscht? Ne, weil man sieht, du hast der Wirbel geht so. Ja, ne? Aber wenn ich es so mache, bleibt es ja eigentlich. Ne? Wenn ich jetzt hier das hier nehme. Naja, siehst du, es geht schon ein bisschen eher. Guck. Weil du jetzt wieder zu viel genommen hast.
Miriam kennt sich noch besser aus, ne? Die ganzen koreanischen Videos, die machen sich alle ihren Pony. Ja, da muss ich mir mal erstmal hier so ein koreanisches, ich schneide mir mein Pony-Video aufmachen. Aber weißt du, was ich meine? Guck mal, sie hat ja, hier fehlen ja jetzt Haare. Ja, dahin glätten, aber dann jedes Mal so, dieses bisschen hier. So, dann machen wir jetzt erstmal Pony. Und so macht man das, ja? Ich muss jetzt hier, die große steht hinter der Kamera. Ja. Jetzt muss ich sie befragen. Ich weiß auch nicht. Weil, wo ist denn das Foto? Hast du wieder angeklebt? Gefährlich hier, ganz gefährlich. So, zeig mal her jetzt. Oh, schön. Mann, bin ich eine gute Friseurin. Warum 50 Euro ausgeben? Wie viel wäre jetzt Kinderhaarschnitt? Jetzt bestimmt 15 pro Kind oder so. Was sagst du? Gut? Länge gut so? Ja. Genau wie du wolltest? Ja. Ja? Warte, ich saug dich erstmal wieder ab. Du armes Kind, behaart wie so ein Bär. Dann gehst du duschen. Dann waschen wir Haare und dann schauen wir uns beide Ergebnisse an. Da haben wir die fertigen Kinder. Einmal Zeynep mit ihrer schönen Frisur. Warte, ich mache ein bisschen runter. So, dreh dich einmal. So, so. Und zufrieden? Ja. Genau das, was du dir vorgestellt hast? Ja. Ja? Gut so? Ich finde ja, das steht hier immer. Ich finde, damit siehst du so schön frech aus. Ich finde, das steht, also zu ihrem Gesicht finde ich auch, dass das immer schön passt. Wenn was ist, kann man hier 2 Spangen reinmachen. Also man kann trotzdem einen halben Zopf noch machen. Aber ich finde das immer bei ihr, sieht das immer ganz fresh aus. Und hinter den Ohren sieht es auch ganz süß aus. Glücklich? Ja? So, bitteschön. Jetzt einmal bitte 25 Euro. Danke. So, nächste. Rana, endlich, nach wie vielen Jahren Wunsch Pony endlich geschafft. Hast du endlich deinen Pony bekommen? Zufrieden? Ja. Ja? Auch die Länge, so wie du wolltest? Ja. Ja? Dreh dich einmal. So. Ja. Ja, haben wir uns den Besuch beim Friseur gespart. Ne? Mama braucht zwar ein bisschen länger als jetzt ein Profi. Naja, ich brauche zwar ein bisschen länger als ein Profi, aber ja, wenn ihr zufrieden seid, dann bin ich auch zufrieden. Hast du, endlich hat sie ihren Pony. Naja, aber sieht geht aber doch. voll gut aus bei ihr. Ne? Und auch wenn der rauswächst, dadurch, dass er so schön fransig ist, kann der hier mit in die Haare reinwachsen, wenn was ist. Ansonsten muss man dann wieder kürzen. Supi? Ja. Prima. Dann könnt ihr euch jetzt beschäftigen. Geld bezahlen. Ah ja, hier mein Geld. Oh, danke schön. Hier mein Geld. Ich glaube, für heute lasse ich das jetzt mal mit dem Haare schneiden. Also an Vloggen reicht, glaube ich. Denn morgen nehme ich euch ja noch mal einmal mit. Ne? Dann gehen wir ja noch mal zusammen mit Miriam zu Ikea, holen noch die restlichen Sachen und dann zeige ich euch die fertige Küchen-Umstyling, Mini-Veränderung, die aber sehr viel ausmacht, ne? Habe ich ja schon gesagt. Weil jetzt essen wir und dann habe ich Hausarbeit, ich muss noch Wäsche machen, gestaubsaugt habe ich gerade, ja, Gartenarbeit steht noch an. Deswegen mache ich es zwar nicht, macht der Mann dann später mit den Jungs, aber dennoch, da muss ich euch nicht mitnehmen die ganze Zeit, wie ich hier koche und putze. Das können wir ein andermal machen. Malik Musa. Und ich weiß ganz genau, schaut mal, ich kenne euch so gut. Ich weiß ganz genau, was für Kommentare wieder unter dem Video kommen. Die kommen ja schon unter sehr vielen regelmäßig, diese Kommentare. Deswegen nochmal für diejenigen, für die Nicht-Muslime, die ja vielleicht nicht viel Ahnung von der Religion haben, nochmal als Verständnis nochmal zusammengefasst. Die immer die gleiche Frage stellen, müssen denn deine Töchter auch ein Kopftuch tragen? Immer diese Frage, müssen denn? Also nochmal, also einmal als Erklärung. In der Religion gibt es eben Gebote und Verbote und das gehört zur Kleiderordnung, das Kopftuch. Dennoch sind es Dinge, die gehören einfach dazu, also
die Religion zu praktizieren. Und ob jemand die Religion praktiziert, wo zum Beispiel dazu das Fasten gehört, das 5-mal am Tag beten, eben sich nach der Kleiderordnung zu richten, das sind alles Dinge, die macht man ja für seinen Schöpfer, für die Religion, weil man das ausleben möchte. Das heißt, ich kann nicht jemanden das Kopftuch aufzwingen, beziehungsweise es macht keinen Sinn, wenn jetzt meine Töchter das Kopftuch für mich, für ihren Vater, für ihren Ehemann oder sonst für jemanden tragen, macht das gar keinen Sinn. Also das ist nicht das Richtige, denn man entscheidet sich für das Kopftuch, dafür seine Religion zu praktizieren, dafür zu beten, zu fasten, zu spenden. All diese Dinge zu praktizieren macht man, weil man eben Moslem ist und man diese Religion ausleben möchte. Dazu gehört das und nicht für andere. Das ist ganz, ganz wichtig und das wissen unsere Kinder. Genau, deswegen vielleicht nochmal als kurze Antwort. Ich will jetzt mal nicht so viel ausschweifen. Ich habe Islam nicht studiert. Ich habe immer Angst, was Falsches zu sagen, weil dann kann man immer so hineininterpretieren und so weiter. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Deswegen aber als Info eben, das ist etwas, das macht man für seinen Schöpfer, weil man die Religion ausleben möchte, genauso wie ich mich damals dafür entschieden habe. Mein Mann hat mich als Nicht-Muslimin geheiratet und ohne Kopftuch und das alles. Deswegen war das nicht sein Wunsch, sondern mein Wunsch. Und genauso ist es halt auch eben bei den Töchtern. Wenn sie dann später kommen und sagen, sie wollen Kopftuch tragen, dann wird das deren Entscheidung sein. Beispielsweise Maryam wollte schon sehr, sehr, sehr früh Kopftuch tragen, wo wir sogar als Eltern gesagt haben, nein, du bist noch zu jung. Du musst erstmal in ein Alter kommen, wo du überhaupt verstehst, wieso, weshalb man das macht. Und deswegen hatten wir es ihr sogar nicht erlaubt, in dem Sinne, als sie es schon wollte, und haben dann eben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Also hier nochmal als kleine Info, weil vielleicht, wenn es um Thema Haare geht, kommt bestimmt die Frage Kopftuch, die fast in jedem Video eigentlich kommt. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wie schon gesagt, ich mache mich jetzt an die Hausarbeit. Auch diese Frage unter dem letzten Video fand ich so witzig. Da war die Frage, wie ist denn das eigentlich? Ziehst du dein Kopftuch an direkt nach dem Aufstehen oder wie sieht das aus? Wird das auch immer? Ich sage, wir schmunzeln dann immer so darüber, weil für uns sind ja die Dinge so selbstverständlich. Aber ich weiß natürlich, dass Nicht-Muslime das nicht wissen. Ne? Also zu Hause, wenn jetzt hier nicht irgendwie Besuch ist oder so und wir sind hier unter uns alle, dann laufe ich natürlich nicht mit Kopftuch rum und mit langen Sachen. Ja, ich muss mich extra immer für euch anziehen. Deswegen, ich sage immer so, manchmal ist Vloggen echt anstrengend, weil ich normalerweise, ich stehe auf, ich bin noch im Pyjama und fange schon an, Wäsche zu machen und so. Und dann denke ich so, ich will aber das Vloggen und erst mal anziehen und so. Mache mich jetzt frei hier in meinen 4 Wänden und kann dann darüber meine Hausarbeit machen, ohne dass mein Kopftuch immer mit in die Wäsche reinfällt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. So, meine Lieben, ich fahre jetzt mit der Maryam einmal zu Ikea. Ich glaube, ich nehme vielleicht 2, 3 Kinder noch mit, damit Papa nicht so viel Stress hat hier mit den anderen, wenn die sich hier die ganze Zeit rumzanken. Deswegen, fahren wir jetzt los, besorgt noch die paar Kleinigkeiten, die wir noch brauchen, damit ich euch das Endergebnis vom kleinen Makeover der Küche zeigen kann. Deswegen sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, wir sind wieder zurück und die 2, 3 Kleinigkeiten, die mir gefehlt haben, sind jetzt bereit. Jetzt kann ich euch das vorher-nachher zeigen. Es ist eine kleine Veränderung, aber ich finde, also für mich persönlich ist das macht so viel aus. Ich finde das so, so schön. Ich freue mich richtig, dass ich das endlich gemacht habe. Und ansonsten wundert euch nicht, das sind immer noch so Sachen. 2 Jahre wohnen wir jetzt hier. Hier, ihr seht unten, die Blenden sind nicht dran. Da, diese Lücke muss noch zugemacht werden. Achtet nicht auf diese Sachen, bitte. Mein Mann hat jetzt eine gute Ausrede, weil er ist jetzt sehr viel im Garten eben beschäftigt mit dem ganzen Gemüse. Deswegen gut, ich gebe ihm Zeit, aber im Winter muss er das endlich hier mal fertig machen. Das ist also ein Problem mit den Blenden, weil wir unsere alte Küche mitgenommen haben ja nur ein Teil erweitert. Und und neue Blenden in dieser Höhe gibt es nicht und unsere alten müssen dann halt eben komplett zugeschnitten werden. Ja, alles mit Arbeit verbunden, also es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten.
achtet nicht auf sowas. Es geht jetzt eher um diese einzelnen Dekoteile, die ich verändert habe. Genau, ansonsten ja, schreibt mir mal gerne, was euch zu Hause so wichtig ist. Was ist bei euch zu Hause wichtig, damit ihr euch wohlfühlt? Ja, also für mich ist immer so, es muss sauber sein und einfach so eine schöne Atmosphäre, dann fühle ich mich zu Hause wohl. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie teure Sachen und Luxus oder so, aber einfach solche, ja, was mir meinem Auge schön findet. Und auch, finde ich, habe ich nach den vielen Jahren, in denen ich schon verheiratet bin und so, auch so gemerkt, so im Haushalt, ne, ich bin schon 20 Jahre Hausfrau, würde ich mal so sagen, ne, lernt man halt dazu, was ist gut und praktisch und ja, dass einem auch so ein bisschen die Hausarbeit erleichtert, sage ich jetzt mal. Genau, aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie das hier so aussieht. Das wäre jetzt sozusagen das Nachher. Einmal das, dann die Holzjalousie und das. Das sind eigentlich also 1, 2, 3, 4. Okay, mit dem Teppich eben 5 neue Teile in der Küche, aber ich finde, das ist so ein Unterschied. Ich finde das so schön. Ich freue mich richtig. Achtet auch nicht auf die 2 verschiedenen Barhocker. Das sind immer solche Sachen, wirklich. Ich muss dann immer lachen, wenn ich sowas sehe. Den hatte ich nämlich, ich weiß nicht, von wo ich den hatte. Ah, den hatte ich gehabt schon in der alten Wohnung oder ich weiß nicht, von wo ich den habe. Und dann hat den mir eine Freundin geschenkt. Ich dachte, das ist die gleiche Größe, aber nein, den gab es anscheinend in 2 verschiedenen Größen und auch da möchte ich, dass mir man da die Beine abschneidet. Aber wer weiß, wann er das macht, das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob eure Männer auch so sind, die dann sehr lange brauchen, um handwerkliche Sachen zu Hause zu erledigen. Naja, kommen wir jetzt erstmal hierzu. Also den Tresen hatte ich ja dann hier neu gekauft, den hatte ich nicht mitgenommen. Genau, so sieht er von der Seite aus. Und hier fand ich hatte ja vorher einfach nur diese ganze Bilderwand. Und ich finde das halt so jetzt viel schöner, weil das nochmal so ein Abschluss zur Küche ist, also dass es halt nochmal wie so ein Hochschrank, ne, so ähnlich ist. Ne? Hochschränke hätten jetzt nicht so schön gepasst, weil sie einfach von der Tiefe zu weit reingeragt hätten. Und das eben so, ja, ist eigentlich mehr Deko als jetzt, ne, zum Verstauen. Aber ich finde das so schön. Ich liebe ja meine alten Teller und so. Und so habe ich es halt dekoriert. Und ich finde es mega, mega schön. Ja, und dann kommen wir zu den Regalen hier. Die habe ich ja auch eben geholt. Ich wollte eben ein bisschen Wärme in die Küche bringen. Also das Ding ist, ich habe ja eben komplett die Küchenzeile aus meiner alten Wohnung mitgenommen. Ich habe nur die 2 Hochschränke neu geholt und das hier eben, den Tresen. Ja, ich hatte dann, dadurch, dass ich dann ein neues Waschbecken, neuer Herd und eben hier so ein Stück noch gefehlt hat, eben eine komplett neue Arbeitsplatte mir geholt. Ich hatte davor halt auch von Ikea in Holz, aus Echtholz und die nochmal zu holen wäre einfach viel zu teuer gewesen. Und dann hatte ich das gesehen und das war woanders, das war dann beim Baumarkt und dann dachte ich so, oh, das passt so gut zu meinem Boden, weil es genau das gleiche, dieses Grau und Beige drinne hat. Und dann dachte ich so, oh, das sieht so cool aus. Und dann aber, als wir das ja rangemacht haben, fand ich es dann doch zu kalt. Also ich hätte mir doch lieber die Holzarbeitsplatte wieder gewünscht. Aber naja, kann man nichts machen. Und deswegen, ich fand halt einfach meine Küche ein bisschen zu kalt. Also jeder hat ja einen anderen Geschmack, ne? Manche mögen halt Hochglanz, sehr modern. Manche mögen das komplett so clean, ne? So komplett einfarbig oder so. Aber mir war es einfach zu kalt. Ich wollte diese Wärmlichkeit, diese Heimlichkeit. Das hat mir einfach gefehlt. Deswegen wollte ich eben diese Holzaspekte. Ich fand ja schon immer diesen Jute-Teppichchen bringen auch schon so eine Wärme rein. Und dann eben wollte ich diese Holzregale, dass das so die Wärme reinbringt. Und dann auch noch passend eine Holzjalousie. Die hatten wir auch sogar in der Garage. Das ist mir dann plötzlich eingefallen. Hatten wir nicht solche Holzjalousien in der Garage? Und ja, da waren sie. Und genau von den Maßen passend dafür. Und deswegen finde ich das halt so sehr, sehr schön, gefällt mir jetzt. Und wie gesagt, achtet nicht auf diese offenen Stellen. Ich hoffe im Winter, dass es dann mal endlich zu ist. Auch da fehlt noch eine Blende an der Seite. Es sind solche Sachen da, ist noch nicht mal richtig gestrichen. Irgendwann wird es bestimmt gemacht. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr jetzt findet, dass das jetzt ein großer Unterschied ist oder sagt ihr so, ach nö, das macht jetzt gar nicht so viel aus. Weil ich persönlich finde, das macht sehr, sehr viel aus. Also es ist ein ganz schön großer Unterschied, finde ich. So, meine Lieben, das war's jetzt zu diesem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir ruhig immer gerne in die Kommentare, was ihr so
sehen möchtet. Das merke ich mir immer und versuche das ja entweder in anderen Vlogs dann zu zeigen oder irgendwie extra Videos zu machen. Sagt mir da gerne Bescheid. Ich weiß, ganz, ganz viele warten auf eine Haustour. Ich hoffe, ich mache das nächste oder übernächste Woche. Ich habe jetzt 2 Videos so in Planung. Da muss ich mal schauen, welches ich als erstes dann mache. Aber es kommt auf jeden Fall dann nächsten oder übernächsten Mittwoch dann die Haustour. Vielleicht hört man das im Hintergrund. Maddie hämmert. Sie hat sich auch heute bei Ikea noch einen neuen Nachttisch und einen Spiegel und so gekauft, ein paar Kleinigkeiten. Da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Also schreibt immer gerne in die Kommentare, das merke ich mir dann und gehe dann hoffentlich drauf ein. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich auch nicht vergesst, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.